Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir einen herrlichen ketogenen Käsekuchen her mit einem knusprigen Boden und mit einem Heidelbeerbelag. Dieser Kuchen gehört auch zu meinen Lieblingskuchenrezepten, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich kein Käsekuchen-Fan bin. Aber die Kombination mit diesem leckeren, knusprigen Boden und dem Heidelbeerbelag ist für meinen Geschmack eine sehr gelungene. Und weil ich von dem Ergebnis in der Vergangenheit richtig süchtig wurde, freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich euch jetzt die ketogene Version dieses köstlichen Kuchen vorstellen kann, sodass man ihn jetzt ohne schlechtes Gewissen konsumieren kann, weil er den Blutzuckerspiegel nicht erhöht. Zuerst geben wir blanchiertes Mandelmehl oder blanchierte gemahlene Mandeln hier in die Schüssel, dann kommen vollwertige gemahlene Mandeln hinzu, dann kommt Xylit hinzu. Die genauen Mengenangaben werde ich euch später in der Infobox mitteilen. 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanilleextrakt kommt hinzu, eine Prise Himalaya-Salz und kalte Bio-Weidebutter, die wir in möglichst kleine Stückchen schneiden. Dann vermischen wir kurz mit der Gabel die trockenen Zutaten, bevor wir dann mit der Hand das Ganze jetzt verkneten. Während wir gut darauf achten, dass auch jedes einzelne Butterstückchen gut in den Teig integriert wird und sich auflöst. Falls der Teig am Ende zu klebrig sein sollte, könnte man 1 Esslöffel Kokosmehl hinzugeben oder man gibt das Ganze in den Kühlschrank für eine halbe Stunde. Jetzt schneiden wir das Backpapier hier für diese Springform zurecht, auf diese Weise, indem wir das schon mal in die Springform geben, die Springform schließen und dann rundherum schneiden. Und dann könnte man den Rand von innen mit irgendeinem günstigen Öl hier bestreichen, einfach nur damit das zurechtgeschnittene Backpapier dann daran kleben bleibt und nicht so in die Mitte fällt. Da ich aber kein billiges, ungesundes Speiseöl mehr in der Küche habe, habe ich halt eben Butter verwendet. Man könnte für diesen Kuchen theoretisch auch eine große Springform nehmen. Ich hatte jetzt so eine kleine Mini-Springform verwendet, weil ich einen Teil des Teiges hier für den Rand benutzt habe. Denn ich mag es sehr gerne, wenn der Kuchen auch am Rand einen knusprigen Boden sozusagen hat. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich den Boden vorgebacken habe, und zwar im Airfryer. Das möchte ich allerdings zum Nachmachen nicht unbedingt empfehlen, denn erstens fällt der Teig vom Backen an der Seite so ein bisschen in sich zusammen, also der rutscht runter vom Rand, weil er eben kein Gluten beinhaltet. Deshalb möchte ich empfehlen, diesen Schritt einfach wegzulassen und den Teig nicht vorzubacken, denn es geht auch ohne Vorbacken sehr gut. Jetzt werden wir die Füllung zubereiten. Dazu geben wir geschmolzene Butter in die Schüssel, Bio-Schmand und Mascarpone und Xylit. Diese Zutaten werden erstmal mit dem Schneebesen jetzt verrührt, bevor wir die restlichen Zutaten hinzugeben werden. Sobald wir schon eine Creme erreicht haben, kommt erstmal ein Ei hinzu, wird gut unter die Creme untergeschlagen und dann kommt das zweite Ei hinzu. Natürlich sollten beide Eier von Bioqualität sein. Als nächstes kommt dann noch ein Päckchen Vanilleextrakt hinzu, dann der Abrieb einer Bio-Zitrone und die gleiche Zitrone werden wir dann auch auspressen und den Saft ebenfalls hinzugeben. Diese 2 Zutaten sind richtig notwendig, die geben dem Kuchen einen köstlichen Geschmack. Und dann kommt noch ein kleiner Teelöffel von diesem Johannisbrotkernmehl hinzu, um der Creme eine festere Konsistenz zu verleihen. Und damit ist die Füllung schon fertig zubereitet. Inzwischen ist der Boden auch schon fertig gebacken. Wie gesagt, den Boden muss man nicht vorbacken, den kann man auch einfach nur roh belassen und gleich mit der Füllung befüllen und danach erst alles zusammen backen. Das wird vollkommen ausreichen. Jetzt kommt die Füllung da rein. Und sobald die Füllung gleichmäßig darin verteilt wurde, kommt jetzt diese Form in den vorgeheizten Backofen und wird darin auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze so lange gebacken, bis der Kuchen eine goldbraune Farbe erlangt hat, wie hier jetzt zu sehen ist. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir den Kuchen erstmal vollständig erkalten lassen. Und dazu stellen wir ihn ruhig einige Stunden in den Kühlschrank. Sobald der Kuchen ganz kalt ist, kommen dann die Heidelbeeren darauf und dann werden wir den Tortenguss zubereiten. Dazu verwenden wir ein Päckchen von dem roten Tortenguss, geben den Inhalt zusammen mit 2 Esslöffeln Xylit in einen Topf mit 250 Milliliter Wasser. Das bringen wir dann zum Kochen, während wir dabei gut mit dem Schneebesen umrühren. Die genaue Anleitung steht auf diesem Tortengusspäckchen hinten drauf. Man muss einfach nur die Anleitung befolgen. Wir rühren kontinuierlich, bis es anfängt zu kochen. Dann können wir den Herd schon abschalten und sobald es jetzt wirklich anfängt zu sprudeln, rühren wir noch einmal gründlich um mit dem Schneebesen und dann
können wir den Tortenguss auch schon zur Seite stellen. Und dann lassen wir ihn lauwarm werden, also wir lassen ihn etwas abkühlen, denn wir wollen ihn ja nicht im ganz heißen Zustand über die frischen Heidelbeeren gießen. Es wäre schade um die Heidelbeeren. Sobald der Guss also lauwarm ist, wird er dann über die Heidelbeeren drüber gegossen. Wobei wir schauen, dass wirklich auch alle Heidelbeeren damit bedeckt sind. Und damit ist der Kuchen schon fertig vorbereitet. Jetzt kommt die ganze Form so in den Kühlschrank und bleibt nochmal einige Stunden dort, bis der Tortenguss vollständig erstarrt ist, wie hier jetzt zu sehen. Dann können wir die Springform öffnen und dieses Backpapier von den Seiten entfernen, während wir vorsichtig dabei vorgehen, um den Kuchen nicht kaputt zu machen. Und sobald wir von den Seiten das Papier entfernt haben, können wir den Kuchen auch vorsichtig von unten entnehmen und das Backpapier von unten entfernen und diesen auf einen weißen Teller stellen. Das ist jetzt das Ergebnis von diesem herrlichen Kuchen. MashaAllah. Der ist einfach ein Traum. Ich kann euch also nur empfehlen, diesen Kuchen nachzubacken, wobei es wie gesagt nicht notwendig ist, den Boden vorzubacken. Und wie wir auch hier jetzt wieder sehen können, gibt es eine ketogene Version von fast jedem Kuchen oder Gericht. Es ist also nicht schwer, eine mindestens Low-Carb-Ernährung zu praktizieren, die einfach so viel gesünder ist als die extrem kohlenhydratreiche Ernährung, die in der heutigen Zeit praktiziert wird und die so viel Schaden in unserem Körper anrichtet, die letztendlich zu Diabetes führen kann, aber ebenso zu Krebs, denn der Krebs ernährt sich von Zucker. Und insbesondere alle leeren Kohlenhydrate wie Weißmehl, weißer Reis, weiße Nudeln und so weiter werden zu reinem, konzentriertem Zucker verstoffwechselt. Und da sie keine Ballaststoffe beinhalten, führen sie zu starken Blutzuckerschwankungen. Und diese sind es, die dann in der Folge zu einer Insulinresistenz führen, woraus wiederum viele Zivilisationskrankheiten entstehen. Das muss nicht sein. Wie wir sehen, können wir fast jedes Gericht in ketogener Version zaubern. Dieser Kuchen ist dermaßen köstlich, MashaAllah, während man nicht mal einen Unterschied zu dem herkömmlichen ursprünglichen Rezept merkt. Der Boden ist ja aus Mandelmehl, das man hier im Kuchen aber überhaupt nicht herausschmeckt. Also man merkt nichts davon, dass dieser Boden jetzt nicht aus Weißmehl und Zucker besteht, sondern eben aus Mandelmehl und Xylit. Der Kuchen schmeckt einfach genauso köstlich wie das Originalrezept, MashaAllah. Und das Tolle dabei ist, dass man sich dann praktisch mit diesem Genuss auch gleichzeitig etwas Gutes tut. Denn Mandeln sind vitamin- und mineralstoffreich, sie senken den Cholesterinspiegel und reduzieren das Herz-Kreislauf-Risiko. Die Fettzusammensetzung der Mandel ist äußerst günstig und besteht insbesondere zu 70% aus einfach ungesättigten Fettsäuren, also ähnlich wie die Olive. Zusätzlich liefern Mandeln interessante Vitalstoffwerte wie zum Beispiel Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Vitamin E, Vitamin B2 und Biotin. Und der Verzehr von Mandeln führt zu einer deutlichen Zunahme der großen HDL-Partikel im Blut. Das heißt, das ist das gute Cholesterin, dessen Leistungsfähigkeit durch die Mandeln sehr gefördert wird. Und wie überaus gesund wilde Heidelbeeren sind, hatte ich euch in meinem Smoothie-Rezept dazu schon veranschaulicht. Das verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Allerdings sind diese Heidelbeeren natürlich nicht aus Wildsammlung, zumindest sollten sie von Bioqualität sein. Ja, damit ist ein weiteres ketogenes Dessert-Rezept-Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.